Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Pull Up and Dip. Mein Name ist Flex und ich zeige dir heute die Top 9 Übungen, die du als Calisthenics-Beginner beherrschen solltest. Viel Spaß bei dem Video! Wir starten mit der ersten Übung, den Australian Pull-Ups. Heute haben wir den Andi mit dabei, der uns die Übungen zeigt. Ich erkläre sie dir. Genau. Wir starten, indem wir die Ringe in die Hand nehmen, mit den Füßen weiter nach vorne laufen, die Schultern nach hinten unten ziehen, Hintern ist angespannt und dann ziehen wir uns nach vorne, nach oben. Arme gerade lassen, genau. Und hoch. Genau. Nochmal. Perfekt. Je weiter du mit den Füßen nach vorne läufst, desto schwieriger wird die Übung für dich. Je weiter du mit den Füßen nach hinten gehst, desto einfacher wird die Übung für dich. Hier solltest du auf jeden Fall so die Intensität wählen, dass die Übung für dich wirklich anstrengend ist und dass du im höheren Wiederholungsbereich 10, 12 Wiederholungen arbeiten kannst. Genau, super Übung, die man mit Klimmzüge und Chin-Ups kombinieren kann. Kommen wir zur Übung Nummer 2, die Klimmzüge. Hier gehen wir an die Stange ran, packen die Stange im Obergriff, genau. Hängen uns an die Stange ran, bringen den Gluteus unter Spannung, die Schultern sind erstmal locker, ziehen dann nach hinten unten und dann nach oben. Passt. Noch einmal. Perfekt. Danke. Sehr gut. Hier ist darauf zu achten, dass du die Schultern permanent hinten unten lässt. Hierzu haben wir aber ein eigenes Video gedreht, wo wir detailliert auf die Technik des Klimmzugs eingehen. Kommen wir zur Übung Nummer 3, des Pendant des Klimmzugs, der Chin-Up. Das heißt, auch hier gehen wir wieder zur Stange, greifen diesmal im Untergriff, hängen uns an die Stange ran, Hintern unter Spannung, Schultern ziehen nach hinten unten und wir ziehen uns nach oben. Perfekt. Bei den Klimmzügen, sowohl als auch bei den Chin-Ups, ist es enorm wichtig, dass du aus dem gestreckten Arm startest, Schulter nach hinten unten ziehst und das Kinn über die Stange bringst, dass wir hier über den kompletten Bewegungsradius arbeiten. Übung Nummer 4, eine der absoluten Basic-Übungen sind Dips. Nach den Zugübungen kommen wir jetzt zu den Drückübungen, deswegen Dips sind hier das Nonplusultra. Hier schauen wir, dass wir quasi in den Stütz gehen, die Schultern wirklich nach unten pressen, weg von den Ohren bringen, dann die Schultern nach vorne unten bringen, genau, und wieder hoch. Genau, und wieder hoch. Dankeschön. Im Idealfall gehst du runter, dass du hier wirklich auf dem 90-Grad-Winkel bist und drückst dich dann wieder nach oben. Hierzu haben wir auch ein sehr detailliertes Video veröffentlicht. Schau einfach unten in der Infobox nach. Übung Nummer 5 sind die klassischen Liegestütze. Hierzu gehen wir in die Liegestützposition, drücken uns hier maximal nach oben raus, bringen den Gluteus unter Spannung, spannen den Bauch an, führen den Oberkörper nach unten, lassen die Ellbogen am Körper und drücken uns wieder nach oben. Nochmal, wichtig hier, Ellbogen bleiben genau hier in 90-Grad-Winkel. Einmal noch bitte, dass du hier 90-Grad-Winkel hast. Perfekt, vielen Dank. Da extrem wichtig, wie der Andi gerade gemacht hat, wirklich aus der Schulter rausdrücken und nicht irgendwie hier so in der Schulter drin hängen und dann Liegestützen machen, sondern wirklich schauen, dass du Spannung und Kontrolle auf deinem Schultergürtel hast. Wir bleiben bei den Drückübungen, nur jetzt gehen wir auf die Schultern. Pike Push-Ups sind die 6. Übung, die wir dir vorstellen möchten. Und zwar hier starten wir in einer Liegestützposition. Hände sind etwas breiter als schulterbreit positioniert. Die Beine wandern jetzt so weit wie es geht nach vorne, dass
der Hintern nach oben zeigt. Dann schauen wir, dass die Schulter über dem Handgelenk platziert ist und bringen die Schulter hier nach vorne runter. Genau, wieder hoch. Dabei ist enorm wichtig, dass der Ellbogen hier über dem Handgelenk bleibt. Er weicht nicht zur Seite aus, er weicht nicht nach hinten aus, sondern er bleibt wirklich hier rüber und die Schulter kommt vorne runter. Vielen Dank. Wenn du hier eine etwas größere Range of Motion haben möchtest, was wir dir auch empfehlen, dann solltest du vielleicht Liegestützgriffe verwenden, damit du weiter runter kommst. Du hast jetzt gesehen, da ist einfach der Boden. Das heißt, du kannst nicht weiter runter. Dementsprechend schau, dass du deine Hände auf eine kleine Erhöhung bringst, um einfach die Range of Motion nochmal zu erhöhen, um da mehr Power drauf zu bringen. Kommen wir zu der 7. Übung. Jetzt sind wir bei den Beinen angekommen. Hier muss ganz klar gesagt sein, für die Beine gibt es natürlich verschiedene Übungen, Air Squats, Jumping Squats etc. Auch natürlich Back Squats mit Zusatzgewicht. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns heute aber auf eine spezielle Übung fokussiert, und zwar die Bulgarian Split Squats. Um diese Übung auszuführen, brauchen wir eine Bank, eine Box, eine Erhöhung, auf die wir ein Bein auflegen können. Genau. Und dann starten wir mit dem vorderen Fuß, das zu beugen, um das hintere Knie an den Boden zu bringen. Genau. Und wieder hoch. Runter. Hoch. Genau. Und Beinwechsel. Hier ist dabei zu achten, dass du wirklich mit dem ganzen Fuß sauber auf dem Boden stehst, einen guten Stand hast. Da empfehle ich dir fast barfuß oder in Socken zu arbeiten, ohne Schuhe, die einen weichen Untergrund haben. Das Knie schiebt nach vorne, so weit wie es geht, damit das hintere Knie wirklich am Boden kommt. Vielen Dank. Wir haben uns diese Übung rausgesucht, weil es eine super vorbereitende Übung auch ist für Shrimp Squats und Pistol Squats. 2 sehr fortgeschrittene Übungen, die wir da auf jeden Fall mit einbauen, wenn wir dann die Power dazu haben. Kommen wir zu der 8. Übung, der Hollow Body Hold. Dazu legen wir uns auf den Rücken, starten erstmal mit den Knien hier angewinkelt, dann bringen wir die Schulter nach oben, heben quasi den Oberkörper an, damit hier wirklich nur der untere Rücken Kontakt zum Boden hat. Dann strecken wir die Beine nach vorne aus, knapp über dem Boden. Genau, hier immer noch Kontakt und dann, wenn es möglich ist, die Arme nach hinten. Hier schön Crunch reinbringen, perfekt. Diese Position erstmal, so lange wie es geht, halten. Vielen Dank. Wenn du da Probleme hast, dann schau erstmal, dass du mit den Knien vielleicht oder mit deinen Beinen noch nicht ganz so weit nach vorne gehst, oder wenn das schon möglich ist, streck die Beine aus, lass die Hände aber erstmal auf den Oberschenkeln, damit du da noch nicht die maximale Belastung hast, okay? Dann ganz, ganz wichtig, dass du Kontakt mit dem unteren Rücken zum Boden hast. Das ist wirklich das Allerwichtigste bei dieser Übung. Sobald du merkst, dass du anfängst, in ein Hohlkreuz zu kommen, dass kein Kontakt mehr zum Boden ist, dann abbrechen oder einfach eine leichtere Variante davon wählen, die Beine wieder anzuziehen oder die Hände nach vorne zu bringen. Kommen wir zur 9. und somit der letzten Übung, die du als Calisthenics-Anfänger unbedingt beherrschen solltest. Knee Raises. Zwar, wir hängen uns an die Stange, die Schultern gehen nach hinten unten, genau, dann ziehen wir die Knie erstmal an. Genau, locker und wieder anziehen. Soweit wie es geht nach oben ziehen, genau, perfekt. Super, kurz Pause. Wenn diese Übung zu einfach für dich sein sollte, dann musst du im Endeffekt einfach nur den Hebel verlängern. Und dazu machen wir keine Knee Raises mehr, sondern Leg Raises. Das Ganze schaut dann so aus, dass wir auch wieder die gleiche Ausgangsposition haben, nur dass wir die gestreckte Beine nach oben bringen, circa 90 Grad. Genau, perfekt. Danke.
Im Idealfall suchst du dir eine Stange, wo du dich aushängen kannst, damit du keinen Kontakt zum Boden hast und wirklich hier die ganze Power aus deinem Rumpf, aus deinem Bauch rausholst, ohne zu schwingen, ohne zu kippen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest die ein oder andere Übung für dein Training mitnehmen, um dein Training auf das nächste Level zu bringen. Hier muss gesagt sein, es gibt natürlich viel mehr Übungen, aber erfahrungsgemäß sind das die Übungen, die sitzen müssen, die beherrscht werden müssen, um einfach eine solide Basis im Calisthenics-Sport aufzubauen. Wenn du dich mehr für dieses Thema interessierst, dann empfehle ich dir die Calisthenics Academy, eine Trainingsplattform von Pull-Up and Dip, wo du alles Wissenswerte rund um das Thema Calisthenics, Training und Ernährung bekommst. Du hast dort strukturierte Trainingspläne, die dich an dein Ziel bringen. Du hast die Möglichkeit, Videos an uns zu senden und professionelles Technikfeedback zu erlangen, damit wir sicher gehen können, dass deine Übungsausführung korrekt ist. Dazu solltest du jetzt unten auf den Link gehen und dich in der Calisthenics Academy anmelden. Profitiere von den 7 Tagen kostenlosen Zugang, schau, ob es was für dich ist und dann sehen wir uns in der Calisthenics Academy. Viel Spaß dabei, eine geile Zeit, dein Flex, ciao.